Die Schweizer Uhrenmarke Titoni hat 2024 mit einer weiteren Variante der Seascoper 600 gestartet, dieses Mal mit einem dunkelblauen Zifferblatt mit rot-goldenen respektive kupferfarbenen Elementen. Dazu gibt es eine Leuchtmassenfarbe, die als Old Radium bekannt ist und damit natürlich eher den Vintage- oder Retro-Fan ansprechen soll. Die Uhr gibt es eigentlich seit 2020, kommt mit einem 42 mm großen und 14,45 mm hohen Gehäuse, das gemäß dem Namen natürlich bis 600 Meter wasserdicht ist. Verbaut wird das T10, ein Inhouse-Kaliber mit 72 Stunden Gangreserve und Chronometerzertifikat. Und die Preise starten bei diesem Modell inklusive Edelstahlband bei 1.990 Schweizer Franken. Dazu gibt es noch eine integrierte Verlängerung bei der Fallschließe. Wem das etwas zu teuer ist, es gibt auch noch seit 2022 eine etwas reduzierte Version, die auch etwas flacher ist, nämlich 12,55 mm. Die Seascoper 300, die es in unterschiedlichen Zifferblattfarben mittlerweile zu kaufen gibt, mit einem etwas beruhigten Zifferblatt und einer etwas anderen Lünettengestaltung. Die letzten beiden Modelle, wenn wir schon dabei sind, kommen mit einem orangenen Zifferblatt, ähnlich der im Sommer lancierten DLC-Variante, die limitiert war. Und dann gibt es auch noch etwas früher eine weiße Zifferblatt-Variante, die hier ebenfalls gezeigt wird. Wer mehr über die Seascoper 600 oder 300 erfahren möchte, im Beschrieb des Videos gibt es massige Informationen und natürlich einen Link zu weiteren Vorstellungen zu mittlerweile sämtlichen Varianten dieser Uhr. Ich freue mich über jede Form von Feedback. Wer Fragen hat, kann jederzeit gerne das Kommentarfeld benutzen. Nicht vergessen, den Subscribe zu drücken, idealerweise mit Glockenfunktion, denn dann tauchen solche Videos in Zukunft automatisch im Feed auf.